Willkommen zurück zu Let's Play Noire. Nachdem ich in der letzten Folge irgendeinen Schwachsinn am Ende gelabert hat, geht's jetzt weiter mit meinem gewohnt guten Commentary. So, wo muss ich hin? Fragezeichen. Orte. Gehen mal hier hin. Zum Reisebüro. Das ist vielleicht ganz interessant. Und dann schauen wir mal, was wir dort finden können. Wir haben ja schon, ich habe ja gestern, genau, es war gestern, wenn ich alles gut gemacht habe, dann war es gestern. Ansonsten habe ich mich nicht an meine eigenen Vorgaben gehalten. Ich habe ja gestern in der letzten Folge erzählt, was ich überlegt habe. Nämlich, kurz mal schauen, wo es ist. Nämlich, dass das vielleicht, ja, ein Ausschreiben von, Säuhausbrand. Okay. Dass es vielleicht von dieser komischen Organisation ist, die die Häuser haben wollten. Und das ist irgendwie viel zu weit weg. Alter, da fahre ich jetzt nicht hin. Könnt ihr vergessen. Denn, naja, ne, 2 Brände in einer Nacht. Zweimal das gleiche Boilermodell. Zweimal die Einladung zu diesem Preis zu schreiben. Einmal sind sie hingegangen, einmal nicht. Einmal haben sie überlebt, einmal sind sie verbrannt. Und naja, das ist schon alles relativ offensichtlich. Ne? Ich denke, es ist klar, was ich meine. Wir gucken einfach mal und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das nicht die Kerle sind, von denen der Doc geredet hat, mit Sheldon. Müssen wir mal schauen. So. Und ja, ich fahre auch wieder annehmbar. Ja, dankeschön. Ist das nicht die Kirche, wo wir den Kerl gefunden haben? Oder ist das eine andere Kirche einfach? Naja, keine Ahnung. Euer Supermarket. So, hier haben wir das Reisebüro, oder? Was ist das Reisebüro? Ja, war's. Gullivers Reisebüro. Oh Gott. Wie die alle aussehen. Travel Agency. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? Okay. Flugboot nach Catalina Island. Sawyer. The Sawyer family, Rosewood Avenue. Stephens. Here they are, Stephens. Wohnbauförderung. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. Sieht aus, als ob er die Wahrheit sagt. So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. Reisepreis ausschreiben. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Er sagt nicht die Wahrheit. Ich gucke mal in meinem Notizbuch. Wie wahrscheinlich ist es, dass 2 Familien gewinnen, wenn er gerade schon meint, dass es nicht so viele gibt, beziehungsweise dass man Glück haben muss. Wie wahrscheinlich ist es, dass 2 Familien gleichzeitig gewinnen, die gleiche Reise und beide Häuser in Flammen aufgehen? Naja.
While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. Thanks for your help. No sag problem. bloß. Wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you? Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. Sehr gut. Wohin jetzt? Ja, wir haben also gerade schon gehört, dass das nicht alles mit rechten Dingen zu sich geht, vor sich geht. Bla. Warum werde ich denn hier nicht mehr aufgefordert, Orte anzuzeigen? Was soll das denn? Suburban Wohnbauförderung. Let me guess. You want to check out the Suburban address? Habe ich schon längst gemacht, mein Freund. Great partners must think alike. Tut mir leid. Du bist etwas zu spät dran. So, irgendwie mache ich immer leiser. Ist das jetzt hier bei mir in der Nähe ausnahmsweise? Wenn nicht, dann gehe ich da nicht hin. Ihr könnt es vergessen. Ich werde jetzt hier nicht 20.000 Kilometer fahren. Das ist wieder da unten. Nein, da fahre ich nicht hin. Könnt ihr vergessen. Ich will diesen Fall machen. Kurz mal zum Straßenbrechen in Ordnung. Aber nicht durch die ganze Stadt. Forget it. Ja. I was kind of attached to the paint job, Cole. Bla bla bla. Nun ja, finden wir heraus, was da vor sich geht. Die Leute bestimmen also die Gewinner. Aber was haben sie davon? Werden also wirklich die Leute, die ihre Häuser nicht verkaufen, dazu gezwungen, indem ihre Häuser abgefackelt werden? Ich denke mal, in der Zeit gab es noch nicht so viele Leute, die eine Versicherung hatten, beziehungsweise sich eine leisten konnten. Und dadurch, dass sie ihr Haus verlieren, das nicht versichert ist, müssen sie dann einfach das Geld nehmen, das sie kriegen. Das wäre schon ziemlich krass. Und würde bestimmt gut ankommen. Dann können wir vielleicht unseren Namen reinwaschen. Wer weiß. Oh Gott. Lange Fahrten. Da hinten war auch... Ach, okay, da hinten ist auch schon das Haus. Ich fahre einfach mal über den Schlauch. Uah. Mann, no. Warum sind die denn auch so massiv? Diese ganzen Teile hier. So, Laternen ist übrigens das deutsche Wort für Teile. Also Teile ist auch deutsch, aber in dem Fall nicht wirklich deutsch. Wir sind Falls Baustelle. Na? This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the Suburban Redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. You know the way. You can drive. Du fährst zur Feuerwache, Kollege. Ich bin schon genug gefahren. Hab schon genug kaputt gemacht. Ich will meine 5 Sterne nicht auf. Gut, dann besuchen wir doch den Captain einfach mal. Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut, and you'll learn something about fires. Ja, das ist doch schön, ne? Wenn uns hier eine Legende zur anderen Legende, beziehungsweise früher Legende, heute nicht mehr, heute Ehebrecher. Ah, hey. Auch Ehebrecher sind Menschen, meine Damen und Herren. Feuerwache 32. 32. We came as soon as we could. Lynch. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why?
I had to look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Los Angeles, Kalifornien. Wartungsübersicht. Gewartet von Reginald Worley. Huh. Looks like it was recently serviced. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Och nee. Jetzt muss ich ja auch noch nachdenken, oder was? Das ist doch scheiße. Ja. Toll. Ja, mach das mal hier ran, wa? Und was soll das hier sein? Mach das mal. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Ja, nee, dann mach das mal anders. Mach das mal hier so daran, irgendwie. Ach nee, das ist der Ballon. Der Ballon, natürlich, der Ballon. Dann mach den mal so. Und das von mir aus so. Aha, ja, sicher, klar. Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can reproduce the results. Na, das haben wir doch gerade schon gemacht. Wir haben doch gerade schon gesehen, dass das nicht geht. Ja, woher soll ich das bitte wissen, Leute? Ich bin doch schlecht in Physik. Oder was auch immer das sein soll. Try Chemie. again, Boy Scout. Ja, von mir aus drehen wir das halt mal um. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, nee. Ja, nee. Good, your regulator's in position. Oh, toll. Doch, genau so, meinte ich natürlich. Ja gut, dann kann es jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit geben, ne? Ich verstehe zwar nicht wieso, was das Ganze hier bedeutet. Ich weiß nicht mal, was der Kerl bewirken will. Try again, Boy Scout. Das ist der Punkt. Also ändere ich das jetzt einfach das nochmal, so wie es... Ne? Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. You pull the lever on the left to turn on the gas. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Ja, ne? Das ging ja voll schnell und so. Da bin ich ja total gut gewesen. Reden wir doch über was anderes. Über das Wetter zum Beispiel. Übrigens habe ich keine Ahnung, warum das jetzt so war und warum das vorher nicht funktioniert hat. Hat für mich gar keinen Sinn ergeben. Und ihr braucht es mir bitte auch gar nicht erklären. Spielt nicht den Klugscheißer. Es interessiert mich gar nicht. Ich will es gar nicht. Next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? The guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with.
As I said, ich will's gar nicht wissen. Wenn es mir irgendeiner von euch erklärt, dann mache ich zwar nichts, aber trotzdem. Obwohl doch, erklärt's mir, komm, erklärt's mir, los, erklärt's mir. Versucht's doch. Ist mein Mikrofon eigentlich an? Ja, mein Mikrofon ist an, super. So, hallo. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Okay. 3 blondes walk into a bar. I think one of them would have seen it. When is America gonna understand? It's not about getting. Oh, hört ihr das? Im Radio reden sie bei uns. The LAPD issued a statement saying that Detective Phelps has let down not just his family, but also the department and people he swore to serve. He will face a review board in December. This is KTI Radio News. Ist das cool, ey. Wir sind da voll der Boss, ist er, und jetzt voll nicht mehr und so. So, wo ist denn jetzt hier dem sein Büro? Wo sitzt der alles ab? Nimm mal an. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. Okay. I'm gonna suck the hell out of you. Suck the hell out of you? Ist eine Prostituierte oder was? Ich schätze mal, hier müssen wir rein, oder? Nein, irgendwie nicht. Toll. Bist du nicht der Boss? Sieht aber genauso aus irgendwie. Ah, hi. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70, yeah. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Also genau das, was wir vorhin gesehen haben in der Vorschau. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. So. Es gibt also keinen grundsätzlichen Fehler. Huh. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Um Gottes Willen. Das ist ja echt super. Boiler-Wartungsprotokoll. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Warum guckt er so dumm? Was haben wir denn? Boiler der Stephens zerstört nach Wartung durch Maffei Ryan. Boiler der Stars zerstört nach Wartung durch Reginald Worley. Ich setze meine Intuition ein. Wahrheit ist schon mal nicht super. Ja. Ich sage einfach mal, es ist eine I Lüge. think you're lying, Rasick. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, Detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Ach. Gut, habe ich ja zwei sogar. Hier, mit dem hier. What about Matthew Ryan? You know about Ryan, huh?
all right. He's been in some trouble. I know that. He's done his time. You in the habit of hiring criminals, Rasic? I need guys, Detective. This boom is a once-in-a-lifetime opportunity. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. Lass uns mal Housing sehen. business is going crazy at the moment. Liste der Gasinstallateure, okay. This is a long shot. We are not gonna roust that whole list. Glaubst du? I want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Olive oil comes from olive. Where does baby Gut. oil come from? Dann rufen wir mal an beim Erkennungsdienst und gucken, was sie uns sagen. Operator, message for KGPL. Aber was sie uns sagen, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dann.